Servus Leute und willkommen zu einem neuen Battlefield 5 bzw. Battlefield 6 Themenvideo und vielen Dank, dass ihr einmal mehr mit am Start seid. Heute wollen wir zusammen mal auf einen Leak zu Battlefield 6 eingehen, der seit kurzem kursiert, das Ganze bewerten, den Wahrheitsgehalt gemeinsam mal überprüfen. Ihr wisst ja, eigentlich bin ich kein Freund von Leaks bzw. Gerüchten, weil einfach sehr viel Quatsch im World Wide Web gespreadet wird. Allerdings handelt es sich bei der heutigen Quelle um Tom Henderson, der schon mehrfach bewiesen hat, dass seine Leaks zu Battlefield und COD einen wirklich sehr hohen Wahrheitsgehalt durch seine guten Kontakte hat und weil ihr euch natürlich auch schon Videos oder ein Video dazu gewünscht habt. Der Vorteil, den ich jetzt habe, nachdem das gestern nicht erschien, kamen einige Korrekturen bzw. Ergänzungen noch mit rein, über Twitter hauptsächlich. Ich blende euch die Screenshots dazu ein, ich blende euch auch den Newsletter ein und dann könnt ihr das alles wunderbar mitverfolgen bzw. auch nochmal der Videobeschreibung entnehmen. Und bevor wir jetzt in das Video reinstarten, vergesst nicht ein Abo dazulassen, wenn ihr keine weiteren Videos zu Battlefield 6 bzw. Battlefield Content im Allgemeinen verpassen wollt. Vielen Dank dafür und jetzt los mit der ersten Aussage aus dem Newsletter von Tom Henderson. Das neue Battlefield wird einfach Battlefield heißen. Sprich kein Battlefield 6, kein Battlefield 2021. Ganz klar und einfach will man sich da auf die Kernmarke besinnen. Ich finde, das kann man so machen, hat bei COD Modern Warfare ja jetzt auch nicht ganz schlecht funktioniert. Ihr erinnert euch vielleicht auch an das ein oder andere Gerücht, was in der Vergangenheit mal aufkam zum Thema Soft Reboot im Style von Battlefield 3 bzw. Battlefield 4. Ich finde, das kann man auf jeden Fall so machen und geht definitiv in die richtige Richtung, gerade wenn wir uns jetzt das Setting anschauen wollen. Laut seiner Quellen wird das nächste Battlefield nämlich ca. 10 bis 15 Jahre in der Zukunft spielen und damit einem aktuellen Shooter mehr oder weniger entsprechen, welchen sich ja ein Hauptteil der Community auch gewünscht hat. Wir bekommen also auf jeden Fall wieder Helikopter, Jets, moderne Panzer, Drohnen etc. Ich kann nur hoffen, dass DICE sich mit dem Einsatz so Exoskeletten, Wallrunning und bla bla bla, so ein Stuff auf jeden Fall zurückhalten wird. Interessanterweise war gestern noch ein Tweet von Tom Henderson online, in der er genau das eben ausgeschlossen hat. Heute ist er offline, beziehungsweise ich habe ihn nicht mehr gefunden. Wenn einer von euch den aktuell nochmal sieht, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir das Ganze in den Kommentaren verlinken könntet, denn da lässt sich jetzt schon wieder Schlimmes erwarten. Das wäre nämlich jetzt überhaupt nicht geil, oder? Wie ist eure Meinung dazu? Brecht ihr ins Eck rein, wenn wir ein Black Ops 3 Wallrunning Boost Pack irgendwas im BF-Style bekommen würden? Oder ist die Liebe stark genug, dass ihr dem Ganzen eine Chance geben würdet? Wie gesagt, ich hoffe einfach auf ein optimiertes Battlefield 4, gerne mit ein paar leichten Modifikationen Richtung Zukunft, aber bitte nicht zu viel und nicht zu viel Hampelmann-Gameplay. Vielen Dank, DICE. Im nächsten Absatz wird dann nochmal intensiver auf die Kampagne eingegangen. Und zwar ist die Rede davon, dass man eine zweiseitige Kampagne wohl spielen kann. Einmal amerikanische und einmal russische Seite. Das Ganze ergänzt um einen Koop-Modus und nochmals ergänzt um den Einsatz von Spezialkräften, die dann auch aus anderen Ländern kommen könnte, zum Beispiel die Kommando-Spezialkräfte von der deutschen Bundeswehr im Einsatz für die USA oder so weiter, wäre da denkbar. Mittlerweile wurde das Ganze aber via Twitter richtig gestellt und das Szenario bezieht sich ausschließlich auf die Background-Story und nicht auf die eigentliche Kampagne. Also da müssen wir ein bisschen zurückrudern. Trotzdem meine Einschätzung dazu, ich würde das persönlich schon einen guten Ansatz finden, auch wenn mir jetzt die Kampagne in dem Sinn nicht ganz so wichtig ist, denn das Wichtigste ist ja für uns alle der Multiplayer. Bitte, bitte einen richtig fett geilen Multiplayer. Das sollte Prio haben und wir gehen über zum nächsten Thema. Und das ist eben der Reveal-Trailer. Tom Henderson bestätigt ebenfalls, dass dieser Reveal-Trailer kein Gameplay bzw. Multiplayer-Gameplay enthalten wird und sich in der Machart von dem BF5 Reveal-Trailer orientieren wird. Aber jetzt keine Angst, ich rede jetzt von der Machart und nicht von Cyborg-Armen, High-Color, Fortnite-Wahnsinn, sondern einfach nur, wie das Ganze aufgezogen sein wird. Was mich ein bisschen wundert ist, dass ich der Meinung bin, im Reveal-Trailer ist ja zu BF5 zumindest indirekt Gameplay zu sehen gewesen, wenn ich mich da an diese MG42 und Melee-Szene erinnere, aber da würde ich mich jetzt auch gar nicht so
aufhängen an diesem kleinen Thema in Anführungszeichen, sondern wie in dem Kampagnenmodus schon gesagt, gehen wir mal auf den wichtigen Aspekt ein. Und das ist eben der Multiplayer, das Herz- und Kernstück jedes Battlefield-Spiels. Und auch hier wird von Tom Henderson bestätigt, dass wir uns auf größere Schlachten freuen dürfen. Sein O-Ton: Battlefield 3 und Battlefield 4 on Steroids, also auf Steroiden, na dann aber. Dann geht es aber richtig nach vorne, da bin ich mir absolut sicher. Auch ein Battle Royale Modus wird kommen, aber damit haben wir ebenfalls schon gerechnet. Eine wichtige Aussage in jedem Fall ist auch noch, dass uns die 4 Battlefield-typischen Klassen in jedem Fall erhalten bleiben, also Sturmsoldat, Medic, der gute Zersorger und der Recon oder Sniper. Neu ins Spiel kommen werden Perks, wie wir sie schon aus COD kennen, also zum Beispiel, dass man leisere Schritte aktivieren kann, Schleichmodus, Ghost oder whatever das in COD heißt. Wird auf jeden Fall spannend zu sehen, wie das funktioniert. Auch würde es mich interessieren, was sie mit den Squad-Leader-Befehlen machen, also ob in die Richtung noch was unternommen wird und hoffentlich nicht auf Abschussserien für jeden Spieler geswitcht wird, weil wenn wir jetzt mal annehmen, es kommen diese 128 Spieler auf diesen riesigen Maps und jeder hätte noch eine Abschussserie, ja, da wird ja alles zugespammt. Also das wäre für mich ein No-Go, aber wir werden es im Mai ja dann hoffentlich zumindest ansatzweise erfahren, was da so auf uns zukommen wird. Gut, zusammengefasst würde ich sagen, es ist Zeit für ein erstes Fazit. Sollten die Leaks wirklich so zutreffen, dann könnte das kommende Battlefield mal wieder richtig reinschallern und den Nerv der Zeit bzw. der Community absolut treffen. Mir persönlich hat hier schon sehr viel von dem gefallen, was ich gehört habe. Wie ist eure Meinung dazu? Jetzt mehr Hype oder mehr Angst, dass es doch wieder nichts wird? Ab damit in die Kommentare. Natürlich sind Leaks immer noch keine offiziellen Informationen, also trotz alledem ein bisschen mit Vorsicht genießen. Hierfür müssen wir nach wie vor auch auf DICE und EA nochmal warten. Trotzdem sehe ich da eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das so eintreten wird, weil Tom Henderson hat schon mehrfach bewiesen, dass da wirklich ein sehr hoher Wahrheitsgehalt dran ist. Jetzt seid ihr auf jeden Fall wieder auf dem aktuellsten Stand und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann freue ich mich auf einen dicken, fetten Daumen nach oben. Wir sehen uns zum nächsten Video bzw. zum nächsten Livestream. Haltet die Ohren steif, euer A-Team.